Kennt ihr das? Ihr hört einen Song, den ihr 100 Mal gehört habt und plötzlich passiert da was. Gänsehaut. Ein Moment, wo ihr aufhört, was ihr gerade macht und einfach nur hört. Weil sich irgendetwas anders anfühlt. Echter, näher, als wäre die Band plötzlich im Raum. Die meisten Menschen denken, das ist der Song oder die Stimmung oder Zufall. Seit 3 Monaten läuft der Börsen-Soloist Stella Max bei mir. Täglich. Und ich hatte mehr solcher Momente als mit jedem anderen M vor ihm. Momente, wo ich mitten in einem Track aufgehört habe zu tippen und einfach nur da saß. Weil plötzlich was anders war oder was da war, was ich vorher noch nicht gehört hatte. Oder gefühlt hatte. Ist das Zufall? Hi, ich bin Björn von HiFi Geek und heute geht es um den Börsen-Soloist Stella Max. Einen reinen Kopfhörer und Vorverstärker aus Australien, der bei rund 2.900 € liegt und im Headfile-Forum gerade ein bisschen was auf den Kopf stellt. Kurz vorweg, Börsen Audio hat mir den Stella Max kostenlos zum Testen hingestellt. Das ändert nichts an dem, was ihr hier hört. Keine Werbung und kein bezahlter Kram. Nur das, was 3 Monate echter Nutzung rausgebracht haben. Wer Börsen Audio noch nicht kennt, australischer Hersteller, über 20 Jahre am Markt, bekannt für diskrete Op-Amp-Designs und einen sehr eigenwilligen Ansatz beim Thema Stromversorgung. Ich habe hier auf dem Kanal bereits die Timekeeper GT4 Max besprochen. Das sind Börsens aktuelle Monoblöcke aus der Grand Tourer-Linie. Die Australier haben ihr Portfolio gerade in 4 Linien sortiert. Party, Stella, Grand Tourer und Voyager. Die Stella-Serie ist die neue, kompakter als die Grand Tourer-Geräte, optisch deutlich frischer und technisch, naja, dazu kommen wir gleich. 2 Geräte gibt es in der Stella-Familie, den Conductor Stella mit integriertem DAC und den Soloist Stella als reinen Kopfhörer und Vorverstärker. Gleiche Chassis, gleiche Frontplatte, aber andere Innereien. Was ich hier habe, ist die Max-Variante. V7 Vivid Pro Op-Amps, Silent Power Module der 2. Generation, das GAN-basierte Fusion Core-Netzteil und eine ordentliche Fernbedienung aus Aluminium. Daneben gibt es noch eine Deluxe-Variante ohne das Fusion Core-Netzteil. Wer das Maximum will, nimmt den Max, das ist halt einfach so. Was mich dabei am meisten interessiert hat, Börsen schreibt selbst im Headfile Thread, dass der Stella die gleiche Kern-DNA teilt wie die GT4 und die Voyager. Gleiche Transistoren, gleiche Class A-Konzept. Und alle Reviews, die ich bis jetzt kenne, landen übereinstimmend bei 85-90% vom Voyager Sound zu knapp dem halben Preis. Das wollte ich auch mal selber rausfinden. Kurz zum Unboxing, weil da ist so eine Kleinigkeit, über die ich halt stolpern musste. Börsen packt mega ordentlich ein. Doppelter Karton, alles schön in Schaumstoff, das Fusion Core Netzteil in einem eigenen Karton, das Custom 24 Volt Kabel ist mit dabei, netzteilseitig mit Schraubverbindung gesichert, damit da auch sich nichts löst. Fernbedienung aus Aluminium, dazu auch gleich noch mehr, die verdient halt einen eigenen Absatz. Ersatzsicherung, natürlich kein gedrucktes Handbuch mehr, sondern eher als Download, aber das passt. Was nicht dabei ist, ein 4,4 mm Pentacon-Adapter. Der Stella hat keinen 4,4er an der Front. Wer von einem modernen Portable DAC kommt oder ein Kabel mit Pentacon-Stecker hat, muss sich entweder einen Adapter besorgen oder das Kabel umkonfektionieren lassen. Ist kein Showstopper, aber 2026 würde mich das bei so einem Gerät in der Preisklasse nicht überraschen. Ist halt ein kleiner Wermutstropfen. Aber weiter geht's. Vorne 4-poliger XLR für Balance-Kopfhörer, 6,35 mm Klinke für Single-Ended, noch ein dritter Kopfhörerausgang mit 3,5 mm Klinke. Der Lautstärkeregler, eine Power-Taste, 2 Menütasten und ein OLED-Display. Das Display ist super gut lesbar, die Menüführung nach kurzer Eingewöhnung eigentlich intuitiv. Hinten 2 RCA-Eingänge, 2 XLR-Ausgänge, 2 RCA-Ausgänge und 2 XLR-Ausgänge, ein Subwoofer-Out per RCA und 24 Volt Eingang. Für einen reinen Kopfhörerverstärker ist das schon ziemlich üppig. 4 Betriebsmodis gibt es. Einen normalen Headphone-Amp, Headphone-Amp plus Subwoofer, IEM-Amp, der kriegt gleich noch seinen eigenen Abschnitt, weil das ist halt wirklich geil. Und Preamp, also reine Laienstufe für Endstufen oder Aktivlautsprecher. Das sind keine weichen Software-Schalter. Das sind verschiedene Verstärkerwege, verschiedene Hardware. Und genau das ist eine der spannendsten Geschichten an diesem Gerät.
Das Ding sieht gut aus. Punkt. 210 mal 200 mal 75 mm, rund 5 Kilo. Findet auf jedem Schreibtisch normalerweise Platz, neben Monitor und Tastatur. Die Lüftungsschlitze oben und unten, das gebürstete Aluminium, die Börsenfront, das sieht einfach gut aus. Wer den GT4 kennt, sieht hier klar eine Designgeneration. Die Verarbeitung lässt keine Fragen offen. Keine bescheuerten Spaltmaße, keine scharfen Kanten. Das Aluminium fühlt sich satt und solide an. Der Lautstärkeregler hat mehr Widerstand als bei meinen anderen Börsengeräten, was ich ehrlich gesagt ganz geil finde. Das fühlt sich einfach noch hochwertiger an. Warm wird das Ding übrigens schon. Also nicht heiß, aber spürbar. Und das ist bei 50 Watt Idle Bias in Class A auch nicht anders zu erwarten. Aktiv gekühlt wird er über die Lüftungsschlitze oben und unten. Und die Lüfter sind eigentlich so leise, dass ich sie nicht wirklich bemerkt habe. Trotzdem Lüftungsschlitze frei halten. Nichts draufstellen, weil das Ding braucht halt Luft. Und dann ist da noch die Fernbedienung. Also Börsen nennt das eine Fernbedienung, ich nenne das einen Schlagring. Massiv, schwer, gefühlt 200 bis 300 Gramm Aluminium in der Hand. Die Knöpfe klappern leicht beim Drücken, Metall auf Metall halt, das kennt man von den anderen Fernbedienungen. Und das stört mich zumindest nicht weiter. Aber bei mir liegt sie sowieso auf dem Mothership auf dem Schreibtisch. Und wenn man jemanden damit haut, dann merkt er das. Kommen wir zur Technik. Und da wird es ziemlich interessant. Es gibt 2 komplett getrennte Verstärkerwege in einem Gehäuse. Einen für Kopfhörer und einen für IEMs. Das klingt erstmal ein bisschen nach Marketing-Bingo, ist es aber nicht. Und dazu kommen wir jetzt Schritt für Schritt. Der Hauptverstärker ist eine vollsymmetrische, vollständig diskrete Class A Fettschaltung. Pro Kanal arbeiten 4 Transistoren vom Typ Onsemi MJE 15032. Klassische NPN-Bipolars, bekannt für hohe Linearität. Börsen treibt die mit einem Idle Bias von 50 Watt. Was bedeutet, der Verstärker steht permanent in seinem optimalen Arbeitsbereich. Transienten kommen ohne Verzögerung. Crossover-Verzerrung gibt es halt schlichtweg nicht, weil der Verstärker nie aus dem Class A-Bereich herausfällt. 8 Watt an 16 Ohm über einen XLR4, 4 Watt Single-Ended. Auf dem Papier klingt das nach, naja und? In der Praxis ist es brutal viel. An meinem Verum 2 mit 80 Ohm drehe ich den Regler nie über die Hälfte. An einem wirklich leistungsfähigen Planar kommen vielleicht 2/3 raus. Also Headroom ist hier kein Thema. Jetzt zu einer Sache, die viele beim ersten Einschalten eigentlich kalt erwischt. Der Stellar braucht Warm-up-Zeit. Also echte Warm-up-Zeit. 50 Watt Idle Bias haben eine physikalische Konsequenz, die man nicht wegdiskutieren kann. Transistoren haben temperaturabhängige Kennlinien. Verstärkung, Ruhestrom, Arbeitspunkt verschieben sich, bis das Gerät halt seine thermische Betriebstemperatur erreicht hat. Laut Headfy und aus eigener Erfahrung 40 bis 60 Minuten, bis der Stellar wirklich stabil läuft. Wer direkt nach dem Einschalten reinhört, hört einen anderen Verstärker. Bass und Dynamik wirken einen Tick weniger kontrolliert und die Bühne flacher. Das ist keine Einbildung, das ist halt Physik. Was ich mache, den Stellar anlassen, solange ich am Schreibtisch bin. Wer das nicht will, ist völlig legitim, schaltet ihn mindestens 30 Minuten vor dem ernsthaften Hören ein. Und noch ein wichtiger Hinweis, ab Werk ist eine Auto-Standby-Funktion aktiv, die das Gerät quasi nach einer gewissen Zeit ohne Signal zum Schlafen schickt. Für den Warm-up totaler Käse. Nach dem Standby fängt der Prozess von vorne an. Einmal die Einstellung, Funktion aus und dann fertig. Kommen wir jetzt zum IEM-Modus, der mir persönlich am meisten Spaß gemacht hat. Der IEM-Modus ist ein separater Verstärkerweg, aufgebaut aus 2 TPA 6120A2 Op-Amps. Diese Chips haben Verzerrungswerte auf einem absolut beschämenden Niveau. Beschämend niedrig meine ich. Und eine Slew-Rate, die Transienten so schnell verarbeitet, dass man sich gar keine Gedanken mehr darüber machen muss. Börsen setzt sie explizit als IEM-Sektion ein, weil sie kombiniert mit einer eigenen Stromversorgung genau das liefern, was IEMs brauchen. Einen tief schwarzen Hintergrund ohne jedes Grundrauschen. Zur Einordnung, im Luxin X9, den ich hier auf dem Kanal schon besprochen habe, ist der TPA 6120A2 der Hauptverstärker. Im Börsen ist das die IEM-Sektion. Und das sagt eigentlich schon alles über den Anspruch hier.
Kurz noch zur Lautstärkeregelung, weil die beim Stellar wirklich interessant gelöst ist. Burson setzt auf zwei Texas Instruments PGA 2320. Einen pro Kanal, also vollständig getrennt. Ein analoger Resistor-Ladder-Chip quasi. Innen ein Netzwerk aus präzisen Festwiderständen per elektronischem Schalter konfiguriert. Kein mechanischer Schleifer, also kein Verschleiß, keine Kanalabweichung durch irgendwie Alterung. Klassische Potentiometer hat im unteren Lautstärkebereich Kanalabweichung von 5 bis 20%. Der linke Kanal klingt einen Tick lauter als der rechte, meistens genau da, wo man morgens leise hört. Nervt bei günstigen Geräten halt schon irgendwie. Beim Amp dieser Klasse wäre das eine Katastrophe. Dann gibt es noch diskrete A2A-Relaisleitern, wie im Luxin X9. Also Festwiderstände mit physischem Relais geschaltet. In audiophilen Kreisen die prestigeträchtigste Lösung. Alles diskret, die Relais klicken beim Regeln, als Feature statt als Fehler. Teurer, mechanisch komplexer, das Klicken ist aber Geschmackssache. Der PGA 2320 ist der pragmatische Weg zum gleichen Ziel. Lautlose Regelung, perfekte Kanalgleichheit, null Verschleiß. Burson hat zusätzlich eine eigene Lautstärkekurve programmiert, damit auch empfindliche IEMs genug Regelweg haben, ohne beim ersten Klick zu laut zu werden. Also für mich geil gelöst. Ich muss jetzt noch kurz über die Stromversorgung reden. Ich weiß, es klingt trocken, aber das ist buchstäblich einer der wichtigsten Teile dieser Geschichte, warum dieses Gerät so klingt, wie es klingt. Burson verbaut eigene Silent Power Module. Hauseigene Spannungsregler direkt in den einzelnen Audiosektionen eingebunden. Die zweite Generation hier basiert auf den LT3045 Regulator von Analog Devices, der ursprünglich für Messtechnik entwickelt wurde, weil dort Versorgungsrauschen schlicht nicht toleriert wird. Er rauscht mit 0,8 Mikrovolt RMS. Klassische Standardregler, die in einem Riesenberg von HiFi-Geräten auch jenseits der 1000 Euro stecken, rauschen mit 15 bis über 100 Mikrovolt, also Faktor 100. Warum das geil ist? Spannungsregler versorgen alles. Op-Amps, Ausgangsstufe, AIM-Modul. Selbst gute Op-Amps verstärken einen Teil des Versorgungsrauschens mit. Je sauberer die Versorgung, desto schwärzer der Hintergrund. Im Stellar Max sitzen 4 davon und bei einem reinen Verstärker geht dieser gesamte Aufwand komplett in die Sauberkeit der Ausgangsstufe. Das ist der technische Grund für das, was alle Reviews beim Stellar immer wieder beschreiben. Pechschwarzer Hintergrund. Keine Marketingformulierung. Das ist die direkte Konsequenz von dem, was halt da drin steckt. Der Fusion Core ist Bursons externes G1-Netzteil und einer der Hauptgründe, warum die Max-Variante klanglich über der Deluxe steht. Ein normales Schaltnetzteil, Wandwarze, ich glaube, du weißt, was ich meine, schaltet mit 50 bis 200 Kilohertz. Das liegt zwar über dem Hörbereich, aber das Rauschen und die Oberwellen, die dabei entstehen, koppeln sich in die Versorgungsspannung ein und von da ins Audiosignal. Je nachdem, wie gut die Schaltung dahinter filtert, hörst du mehr oder weniger davon. Günstig herzustellen, klanglich aber halt der schwächste Ansatz. Linearnetzteile, kein Schalten, theoretisch das sauberste, in der Praxis schwer, groß, schlechter Wirkungsgrad und ein gut gemachtes Linearnetzteil mit 360 Watt wäre ein Klotz, der größer ist als der Verstärker selbst. GN-Transistoren schalten mit bis zu 1 MHz, weit außerhalb des Hörbereichs. Keine Artefakte im Audioband, dazu 90% Wirkungsgrad und unter einem Mikrovolt Rauschen am Ausgang. In Kombination mit den SP02-Modulen dahinter verhält sich die komplette Versorgungskette wie eine Batterie. DC, sauber, ohne messbare Störsignale. Das ist kein Marketingversprechen, das ist Messtechnik. Der Fusion Core kostet als separates Upgrade rund $900. Und ja, ich weiß, wie das klingt. Beim Stellar Max ist es inklusive. Ich habe beides hier gehabt, den Supercharger aus der Deluxe-Variante und den Fusion Core und habe die auch beide verglichen. Der Schritt ist nicht subtil.
Der Hintergrund ist einfach noch mal ruhiger und der Klang insgesamt noch fokussierter. Das war wahrhaftig kein Placebo, sondern das hört man wirklich. Wer mit dem Deluxe startet, kann auf jeden Fall nachrüsten. Aber wer direkt zum Max greift, weiß auch jetzt, warum er das tut. Letzter Technikabschnitt, und der ist persönlich mein Liebling, weil er am ehrlichsten zeigt, wie Burson über ihre Geräte denkt. Op-Amps sind die unsichtbaren Arbeitstiere jedes analogen Audiosignalpfads. Überall, wo ein Signal verarbeitet wird, sitzen Op-Amps. Und was da drin steckt, beeinflusst direkt, was du hörst. Die meisten Hersteller verbauen EC-Op-Amps. Kleine Chips, alles auf einem Siliziumkristall. Der Klassiker ist der NI 5532. Kostet im Centbereich und steckt in mehr HiFi-Geräten, als man denken würde. Auch jenseits der 1000 Euro, was mich immer noch so ein bisschen aufregt. Diskrete Op-Amps gehen das anders an. Einzelne Transistoren, Widerstände und Kondensatoren auf einer kleinen Miniaturplatine. Ohne die Kompromisse, die EC-Integration erzwingt. Burson macht das seit 20 Jahren. Die V7 Vivid Pro sind Bursons aktueller Flagship Op-Amp. 7. Generation, vollständig diskret, Class A, 8 Lagen Platine innen, gefrästes Aluminiumgehäuse außen. Maximale Klarheit, transparent, schnelle Transienten und kein Schönfärber. Der zeigt dir halt einfach, was in der Quelle drin steckt, ohne Gnade. Als Pendant gibt es noch den V7 Classic mit wärmerer, geschmeidigerer Abstimmung. Ich selber bin aber der V7 Vivid Pro Mensch, aber das ist halt Geschmackssache. Und jetzt der Teil, der mich wirklich freut. Die Op-Amps sitzen in DIP 8 Sockeln und können getauscht werden. Burson liefert einen Imbusschlüssel mit und erklärt es im Handbuch, wie es funktioniert. Im Headfire Forum hat sich bereits eine aktive Op-Amp Rolling Community gebildet. Sparkos Labs, JFET-basierte Varianten, polnische Mutzka Op-Amps als Geheimtipp. Es funktioniert wie Röhrentausch beim Röhrenverstärker. Gleiches Gerät, andere Persönlichkeit. Das ist genau das, was ich halt als Nerd absolut geil finde. So, das war die Technikseite und ich weiß, das war echt jetzt ein Haufen, aber wenn man fast 3000 Euro ausgibt, sollte man auch wissen, warum das Ding so klingt, wie es klingt, und ob es klingt, das klären wir jetzt. 3 Monate, 8 Stunden täglich. Alles, was ich hier habe, habe ich durchrotiert. Der Hintergrund ist schwarz wie die Nacht. Das sage ich nicht, weil man das einfach sagt. Das sage ich halt einfach, weil es stimmt. Selbst mit empfindlichen IEMs am XLR4 Hauptausgang. Kein wahrnehmbares Grundrauschen. Im IEM-Mode nochmal eine Liga sauberer. Die Tonalität ist klassischer Burson-Sound. Leicht warm in der Grundabstimmung, hochdetailliert in der Auflösung. Keine Röhrenwärme und auch kein Softfilter. Eine Abstimmung, die im Hochton nicht ins Sibilante quasi kippt und im Mittelton Stimmen mit Körper stehen lässt. Wer einen ultralinearen klinischen Sound sucht, ist jetzt hier falsch. Wer einen Verstärker will, an dem man stundenlang hören kann, ohne Ermüdung, ohne Schärfen, ohne Nervfaktor, ist halt genau richtig hier. Mein Daily Driver am Schreibtisch ist der Verum 2, zumindest aktuell. Planar, 80 Ohm, ich kenne ihn in- und auswendig und ich weiß sofort, wenn ein Amp ihm etwas gibt, das er vorher nicht hatte. Am Stellar 2 bekommt der Verum 2 vor allem eins: Kontrolle. Der Bass bleibt straff, die Mitten sortieren sich sauber, der Hochton hat Luft, ohne anzustrengen. Bei 45 von 100 auf dem Regler ist noch Luft nach oben. Der Amp denkt halt nicht mal drüber nach. Der Verum 2 spielt am Stellar erwachsener als an allem, was ich bisher hatte. Der Fosi Audio E5. 28 Ohm, eigentlich gutmütig an fast jeder Quelle. Gehört zu den Kopfhörern, die mit besserer Verstärkung spürbar aufblühen. Am Stellar größeres Klangbild, mehr Autorität und mehr Punch. Wer den i5 zu Hause hat und das Maximum rausholen will, sollte ihn mal an einem Amp dieser Klasse hören. Also mindestens einmal.
Und der Sivka Luan, warm abgestimmt, für lange Sessions gemacht. Am Stellar harmoniert seine Grundabstimmung mit Burstons leicht warmer Signatur wunderbar. Voluminös, aber nicht zu üppig. Stimmen präsent, Bass straff und schnell. Klassische Schreibtischkonfiguration für Abende, wo man einfach nur hören will. Jetzt kommt der persönliche Teil und ich hoffe, ihr verzeiht mir mal wieder, dass ich meinen Musikgeschmack raushängen lasse. Ich bin halt Metal-Fan durch und das werdet ihr jetzt gleich auch zu hören bekommen. Ich habe mit 4 Tracks getestet und erzähle euch einfach mal kurz warum. Lorna Shore, Glenwood. Das Intro macht sofort klar, womit man es zu tun hat. Hall liegt groß und luftig im Raum, die Gitarre steht klar vorne. Will Raymores Stimme schiebt sich mit Autorität nach vorne und die Bühne zieht sich weit in die Breite. Was mich bei diesem Track am meisten beeindruckt hat, das Imaging des Schlagzeugs. Becken links, Becken rechts, Snare in der Mitte, der kurze Fill, der über das komplette Kit rollt. Von links nach rechts, Stück für Stück plastisch und dreidimensional. Lorna Shore produziert mit wahnsinnig vielen Layern. Drums, Gitarren, Synths, Samples, Gesang und alles gleichzeitig und alles ziemlich laut. Genau da, wo viele Amps anfangen, Dinge zu verschmieren, behält der Stellar die Übersicht. In Flames, Stay With Me. Das Intro trifft sofort. Eine einzelne Gitarre, ein paar gezupfte Bassnoten und der Stellar macht daraus etwas, das mich kurz aufhorchen lässt. Die Gitarre klingt nicht wie aus Kopfhörern. Sie klingt wie jemand, der direkt neben mir sitzt und spielt. Plastisch, greifbar, aber auch dreidimensional. Das Imaging ist echt außergewöhnlich. Bei 3 Minuten 30 dreht der Song voll auf. Und hier passiert was Interessantes. Ich höre Kompressionsartefakte in den Becken. Etwas gequetscht, etwas zu glatt. Das ist halt kein Fehler des Stellar. Im Gegenteil, er arbeitet das halt heraus. Ein Verstärker, der schön fährt, würde das wahrscheinlich unter den Teppich kehren. Der Stellar tut das halt nicht. Das ist halt Ehrlichkeit und keine Schwäche. Imminence, God-Fearing Man. Dieser Mix ist einfach schon anders. Fetter abgemischt, mehr Druck, mehr Atmosphäre von der ersten Sekunde an. Die Snare sitzt mitten im Gehirn. Nicht irgendwo hinten, sondern mittendrin, auf dem Punkt abgestimmt und jeder Schlag ist ein Patsch, der nach vorne kommt. Das Schlagzeug umrahmt auch komplett. Links, rechts, oben, unten. Ab 2 Minuten 20 kommt dann der fette Bassdrop. Rechts im Ohr noch sauber die Becken, während der Bass gleichzeitig nach vorne drückt. Dass beides gleichzeitig funktioniert, ohne dass sich das eine in das andere schiebt, ist das, was ich von einem guten Verstärker erwarte. Und dann der Breakdown. Der Gitarrenbogen auf der E-Gitarre, das Crescendo vorher. Ich kriege jedes Mal eine Gänsehaut. Ich freue mich auf Summer Breeze. Dieses Lied live, das wird brutal. Synestia und Disembodied Tyrant Winter. Was kaum jemand weiß, das ist eine Deathcore-Neuinterpretation von Vivaldis Konzert Nummer 4 aus den 4 Jahreszeiten. Am Anfang die Geige, die Vivaldis Wintermelodie spielt, bevor der Track in symphonischen Deathcore übergeht. Der Stellar gibt der Geige Raum und Charakter. Das zarte Spiel kommt halt fein raus. Und dann bei 2 Minuten 25 drückt das Ding rein ohne Vorwarnung. Snare hämmert, Double Bass zieht durch. Und das Finale mit den sehr fetten Bassdrops, so nah bin ich vorher noch nie gekommen. Da ist gleichzeitig so viel los, dass ich das noch nie vollständig sauber gehört habe. Am Stellar kommt man schon näher ran, auch wenn man merkt, dass hier die Abmischung immer noch der limitierende Faktor ist. Jetzt zum IEM-Modus. Ich halte das für das interessanteste Feature an diesem Gerät. Nicht, weil es ein Bonus ist, sondern weil es ein vollwertiger zweiter Verstärker im selben Gehäuse ist. Pechschwarzer Hintergrund, eigenständiger Verstärkerzweig, genug Regelweg für jeden Empfindlichkeitsgrad. Die Kiwi-Ears Septet spielen auf dem Stellar neutraler als von mobilen DAC- oder App-Kombos gewohnt. Das Septet ist ein hellerer und analytischerer IEM als
der Verum 2 und der Stellar zeigt das halt erheblich. Bei Stay With Me kommt der Bass knackiger und präziser. Bei Winter fällt ein Beckendetail im rechten Ohr auf, das mit dem Verum so nicht wahrnehmbar war. Also sehr hochauflösend. Der Fosi IM4, pechschwarzer Hintergrund, kein Grundrauschen, Lautstärke bei knapp einem Viertel des Regelwegs. Der Rest ist halt Reserve. Genau das will man eigentlich. Und der 7 Hz Timeless 2, ein Planar-IEM, 15,2 Ohm, genau die Sorte IEM, die einen dedizierten Amp auf die Probe stellt. Am IEM Out des Stellar absolut ruhig, schnell und kontrolliert. Das neutrale Tuning bleibt dabei halt immer entspannt. Keine Schärfe, kein Zischen, nur Auflösung. Ich kenne kein Desktop-Gerät in dieser Preisklasse und Bauform, das IEMs so sauber ausspielt. Das ist aktuell branchenführend und ich sage das halt nicht so leichtfertig. Kurz noch zum Preamp-Betrieb, weil der Stellar ja auch dafür gedacht ist. Ich habe ihn an meinem Burson Timekeeper GT4 Max Monoblöcken und den Arendal 1723 Tower TRX betrieben. Ergebnis ist tadellos. Klanglich sehr nah am Bypass, leicht warm, großzügig dimensionierter Raum, straffe Basskontrolle. Der Subwoofer-Out auf der Rückseite macht ein 2.1 Setup ausdrücklich möglich. Wer den Stellar als Herzstück eines Desktop-Setups mit Aktivlautsprechern betreiben will, es wäre auch sehr gut möglich. Knapp 3.000 € für einen Kopfhörerverstärker. Das klingt nach viel und das ist es auch. Aber mal ehrlich, was kommt danach noch? Nach oben hin wird die Luft schnell dünn. Der Soloist Voyager, ein paar ultra exotische Einzelstücke und fertig. Wer den Burson Sound kennt und liebt, dem stellt sich die Frage eigentlich nicht mehr so lange. Was mich nach 3 Monaten am meisten überzeugt hat, der Stellar lässt mich in die Seele jeden DAX reingucken. Er ist so transparent, so ehrlich, dass ich sofort höre, was eine Quelle kann und was nicht. Das macht ihn einfach zum perfekten Referenzverstärker. Wenn mir jemand einen DAC zum Test schickt, kommt der Burson einfach dran. Und gleichzeitig zeigt er mir, mit meiner eigenen DAC-Kette bin ich aktuell einfach nicht am Ende. A2A würde ich gerne mal ausprobieren, wärmere Quellen auch. ISS-Chips mag ich, cleaner, analytischer, aber in Kombination mit dem Burson, der etwas Wärme mitbringt, das Kapitel ist für mich halt noch nicht abgeschlossen. Und das ist eigentlich das größte Lob, das ich einem Gerät machen kann. Es weckt Neugierde, statt sie zu befriedigen. Ein direkter Vergleich mit dem Soloist Voyager würde ich gerne in einem folgenden Video mal machen. Dann würden wir sehen, ob das Doppelte wert ist. 3 Monate, knapp 8 Stunden täglich. Ich habe Metal gehört, Filme geschaut, DAX getestet, IEMs gewechselt, Op-Amps verglichen. Der Stellar stand die ganze Zeit da und hat einfach gemacht, was er soll. Ohne Drama, ohne Aussetzer, ohne den Moment, wo ich wirklich dachte, da nervt mich was. Was bleibt? Gänsehaut bei God-Fearing Man. Die Gitarre bei Stay With Me, die klingt, als würde jemand neben mir sitzen und spielen. Kleine Momente, die nur passieren, wenn ein Verstärker wirklich aus dem Weg geht und die Musik halt lässt. 5 Kilo Aluminium, 8 Watt Class A, ein IEM-Modus, der seinesgleichen sucht. Op-Amps, die man tauschen kann, eine Fernbedienung, die schwerer ist als mancher DAC. Der Schlagring liegt momentan auf dem Mothership und der Stellar bleibt aber auf dem Schreibtisch. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr hört und womit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt, damit ihr auch nichts verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.